Hallo, ich möchte mit euch heute ein paar Fäustlinge, also Handschuhe, stricken aus Filzwolle. Und zwar habe ich hier eine Filzwolle mit 50 Meter Lauflänge. Hier ist eine 8er Stricknadel empfohlen. Ich nehme aber 6er Nadeln, das heißt, wir brauchen ein Nadelspiel Größe 6. Ich habe hier ein Bambus-Nadelspiel, weil damit komme ich gut klar. Und hier kann man auch sehen, dass man die Maschen sehr gut erkennen kann, weil die Nadeln ebenso hell sind. Dann habe ich hier noch eine Sicherheitsnadel für die Maschen am Daumen. Die müssen wir erstmal stilllegen. Und im Anschluss an den Handschuh, den wir dann stricken, ganz zum Schluss, nehmen wir die Maschen wieder auf und stricken den Daumen. Ich habe den einen Handschuh schon fertig gestrickt und den zeige ich euch hier. Das ist der Daumen. Dies ist der eine Handschuh, ungewaschen, aus Filzwolle. Also wir werden hier ein Bündchen dran machen. Das kann man nachher umklappen. Oder man lässt es halt so. Oder man klappt es nach innen um. Da stricken wir eine Kante zum Umklappen. Dann haben wir hier den Daumen. Und den Handschuh, hier sind noch die Seitenmarkierungen drin, die habe ich jetzt mit Fäden gemacht. Ihr könnt auch einen Maschenmarkierer nehmen. Und jetzt messen wir das mal aus. Ich messe das jetzt mal aus, wie groß denn der Handschuh vor dem Waschen ist. So, als erstes messe ich jetzt mal den Daumen. 10 cm lang. Die Breite des oberen Handschuhs. Die Breite des oberen Handschuhs ist 16 cm. Die Länge von der Kante bis zur Spitze 37 cm. Und nach dem Waschen werden wir den später auch nochmal ausmessen. Also, jetzt fangen wir an. Wir brauchen 5 Knäule Filzwolle. Das heißt, wir brauchen 250 Gramm. Wir stricken die Größe M, also wir schlagen 38 Maschen an. Die verteilen wir auf 4 Nadeln. Das sind 3 Nadeln mit 10 und eine mit 8 Maschen. Nun stricken wir noch eine Reihe linke Maschen, verbinden wir zur Runde und stricken eine Runde linke Maschen. Nach dieser einen Runde linke Maschen stricken wir jetzt 12 Runden rechte Maschen. Ich brauche keinen Maschenmarkierer, ich zähle die Reihen einfach so, aber wenn ihr das gerne machen möchtet, könnt ihr einen Maschenmarkierer da reinsetzen. Also wir stricken jetzt rechte Maschen und zwar 12 Runden.
So, jetzt sind wir fertig mit 12 Runden. Der Anfangsfaden ist unsere Orientierung. Und nun drehen wir die Arbeit auf links. Das heißt einfach nur so da durch. Und wir stricken jetzt in die andere Richtung. Nun stricken wir die Faltkante. Und das heißt, wir müssen eine Wendemasche machen. Das wird eine doppelte Masche. Ich mache das mal näher und die zeige ich euch jetzt, die Wendemasche. Ihr schiebt die Masche zurück auf die Nadel und dann dreht ihr den Faden nach hinten, sodass zwei Schenkel hier entstehen. Diese beiden Schenkel. Die werden dann in der nächsten Runde abgestrickt. Zusammen abgestrickt. So, wir stricken jetzt weiter. Wir nehmen eine neue Nadel und stricken rechte Maschen. Wir stricken 15 Runden rechte Maschen. Wir kommen gleich an die Stelle, wo die beiden Schenkel sind und da zeige ich euch das. Die sind ja hier auf der anderen Seite. So, jetzt stricke ich die letzte Nadel und am Ende dieser Nadel stricken wir die doppelte Wendemasche ab mit den zwei Schenkeln. So, hier sind wir jetzt noch eine weitere. Dies ist jetzt unsere doppelte Masche. Das kann man hier auf der Rückseite kann man das noch sehen da. Wenn ihr das nicht genau sehen könnt, dreht ihr die Masche einfach um und da seht ihr das. Das sind die beiden Schenkel dazu und die werden jetzt zusammen abgestrickt. Und wir haben wieder eine geschlossene Runde ohne Loch. Und jetzt wird weiter gestrickt, 15 Runden. So, wir haben jetzt 15 Runden nach der Faltkante gestrickt. Und nun nehmen wir an jeder Seite eine Masche zu. Dann haben wir 40 Maschen und stricken noch einmal weitere 12 Runden. Und das sind dann ab der Faltkante 27 Runden. Ich bin hier an der Seite und da nehme ich aus dem Zwischenfaden eine Masche zu und stricke die ab. Stricke auf die andere Seite und nehme noch einmal eine Masche zu. So. Jetzt haben wir 40 Maschen und nun, wie gesagt, stricken wir in Runden 12 Runden noch dazu. Bis zum Daumen. Dann fangen wir mit dem Daumen an. So, fertig mit den 27 Runden ab der Faltkante. Und nun sind wir wieder an der Seite angelangt, wo unser Faden ist, also hier. Nun nehmen wir einen Hilfsfaden für den Daumen über 7 Maschen, einstricken, legen wir 7 Maschen still für den Daumen, den wir ja am Schluss stricken.
Das heißt, entweder stricken wir einen Hilfsfaden ein über 7 Maschen oder wir nehmen jetzt diese Nadel ab der ersten Masche von der Kante her. Die erste Masche, die werde ich auf die vorige Nadel schieben. So, und dann 7 Maschen, 2, 4, 6, 7. Und die werde ich jetzt hier auf meine Nadel schieben. Die brauchen wir ja nachher für den Daumen. Die schiebe ich hier auf die andere Nadel. So sieht das aus. Nun nehmen wir diese 7 Maschen wieder auf. Also die müssen wir neu anschlagen, weil wir ja hier hinten drum stricken dann wieder. Also da habe ich eine Technik, habe ich auch noch ein Video von gemacht. Also wir nehmen den einen Faden und dann nehmen wir diese 7 Maschen auf. Ich mache das jetzt mal ganz langsam. Loslassen und festziehen. So, wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6, 7. Wir sind fertig und jetzt können wir wieder weiter stricken. Das heißt, wir nehmen jetzt die hintere Nadel und stricken die jetzt ab. Die erste werde ich jetzt mal da muss ich eine neue Nadel nehmen. Und dann fange ich an zu stricken. Jetzt stricken wir weitere 27 Runden. Hier habe ich das Garn gewechselt. Das werde ich dann nachher vernähen, damit kein Loch kommt. Oder war das ein Knoten? Ich glaube, das war ein Knoten. Den habe ich abgeschnitten und musste dann wieder neu anfangen. Also jetzt stricken wir 27 Runden und dann fangen wir mit der Spitze an. Diese Maschen sind zu viel auf der Nadel, die werde ich dann nachher in der zweiten Runde auf diese hier schieben.